Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute möchte ich hier einen kleinen Engel zeigen. Nachdem ich ja schon die Flügel geschnitzt habe für so einen kleinen 12 cm Engel, möchte ich heute auch nochmal den Engel selber schnitzen, denn es ist ja bei euch recht gut angekommen und einer von euch hat gesagt, er möchte gerne diese Flügel haben und ob ich dazu nicht noch einen Engel schnitzen könnte, und das habe ich jetzt hier gern mal gefilmt, noch für euch, jedenfalls ein bisschen eingefangen, so wie man das für YouTube gerade noch machen kann. Und wenn jemand sagt, er möchte diese Figur gern mal nachmachen, dann habe ich noch meine kleine Skizze, also die ich mal so dafür grob jetzt angefertigt habe, und die Schablone auch für die Flügel, genauso wie meine Schablone ist. Das habe ich eingescannt und das werde ich mal ganz als einfaches PDF-Dokument dann auf meiner Webseite zur Verfügung stellen. Unter dem Punkt Dokumente, da kannst du dir das gerne runter downloaden und dir ausdrucken oder so und nachmachen. Wenn du es genauso machen willst, kannst du es in Verbindung mit meinen Videos ein bisschen nachahmen, erlernen. Das ist ja so ein Volkskunst, Hobby, Engel- oder Schnitzarbeit, so wie ich das Ganze hier zeige, so ein bisschen auch für die Community, denke ich, auch ansprechend. Und ich glaube, das haben ja auch viele gesehen mit dem Flügel. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir gerne an und das kann auch Anregungen liefern. Heute mal hier zum Beginn in den Mai ein kleiner Engel. Also viel Freude beim Zuschauen. Der Engel ist ausgeschnitten, passt hier auch zu dem Flügel. Also ungefähr so wird es mal kommen. Soll halt so segnen, die Hand erheben, Finger so halten, ungefähr so, ja. Hätte ich das gerne und mit diesen Flügeln. Und der gute Mann möchte dann halt diesen Engel versuchen mal nachzuschnitzen, dann deshalb mache ich jetzt noch den Engel dazu. Das ist halt so ein bisschen Eigenkreation jetzt hier. Haben wir die Hinterzange, der Hobelbank. Da spanne ich diesen Galgen ein, das ist so eine kleine Variante, den kann ich hier gleich noch aufklappen. Und das Schöne ist hier, ich mal kurz zeigen kann, dass hier so ein alter Hebel dran ist. Da gibt es ja auch welche, die man sich kaufen kann, die man noch verstellen kann. Also sowas ist sehr wertvoll. Es lässt sich halt sehr schnell schön straff verstellen, das ist wirklich sehr gut. Das werde ich dann so ungefähr im 45 Grad Winkel immer einstellen. Hier bohre ich jetzt unten noch ein Loch rein, dass ich die Figurenschraube eindrehen kann. Habe ich nochmal vorgestochen. Und da kann man auch so eine alte Stockschraube nehmen hier. Die sind so extra lang für irgendwelche Klempner, dass man in der Wand da schön diese so lange Schrauben einsetzen kann. Und hier habe ich in diesem Stück Holz dann einfach so eine Mutter eingesetzt. Das wird dann praktisch der Hebel. Das funktioniert auch. Und hier drehe ich das aber jetzt mal zusammen, dass ich die dann hier reinschrauben kann. Ja, so kann ich das jetzt hier mit dem Holzgriff schön handfest anziehen. Und das klemmt dann meistens so schön, dass ich das hier auch ohne den Hebel lösen zu müssen drehen kann. Aber dennoch kann ich auch sehr straff anziehen. Dann stelle ich das eben hier so hoch und kann das jetzt schön hier im angewinkelten Arm wirklich schnitzen.
und eben auch hier schön drehen. Da wären wir also hier am Werkstück. Da zeichne ich hier mal auf die Mittellinie. Das passt so und hier mache ich das etwas freier, weil das kann ja auch mal hier mehr rauskommen und also man muss jetzt nicht zwingend diese Mittellinie machen, aber es hilft eben doch immer mal auf das Ganze rauf zu gucken. Also das sind 2 Kopflängen. So breit muss diese Hüfte hier mindestens sein. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach drüben schiebe, könnte man die Linie auch noch leicht nach hier versetzen. Von mir aus. So ist vielleicht besser. Grundlegend habe ich jetzt mal ein Stück Holz gewählt, was vom Farbton her so ähnlich ist, oder es ist geringfügig ein bisschen, kleines bisschen dunkler. Das ist eine sehr helle Linde gewesen, aber die darf auch sehr hell sein, weil es ja im Original oder echt wirklich sehr weiß ist. Wenn ich jetzt mich hier ranschnitze, gucke ich natürlich auch mal auf die Seite. Wenn ich jetzt hier meine 12 cm Leiste habe, dann haben wir hier diese Figur hier drin, dann wäre hier der Kopf zu Ende. Dann muss ich mich so gut es geht daran halten. Und hier unten wird dann ein bisschen Hals entstehen, hier oben entsprechend noch Haare und hinten haben wir dann eine kleine Fläche. Hier wird der Arm rüberkommen, der dann hier verläuft. Und hier haben wir noch entsprechend die Hand. Die soll so ein bisschen auf der Brust liegen, dass er ja wie so symbolisch auf das Herz deutet oder so. Und hier soll er die beiden Finger so segnend erheben. Und hier dann sind dann die anderen beiden Finger und der Daumen ist hier auch noch versteckt. Ja, mal sehen, ob ich das so hinkriege. Ein bisschen zu groß schon wieder. Und hier lassen wir einfach das ein bisschen runterkommen. Also dieser Bausch hier soll das einfach sein. Ja, also hier muss ich ein bisschen erhalten. Hier natürlich auch schonen. Wenn ich jetzt mich daran arbeite, dann könnte man erstmal mit so einem Hohleisen, also wie auch immer man jetzt hier rangeht, auf jeden Fall müssen diese Punkte etwas stehen bleiben und gegebenenfalls dann nochmal nachgearbeitet werden. Ich kann auch so ein Balleisen zum Einsatz bringen hier. Ich spanne die dann immer gerne auf, also gerade wegen diesen Gewändern auch, weil sich das so schön stechen lässt, ja in der Hand. Wenn ich eine Hand schnitze, und da setze ich ja üblicherweise diesen Daumen an, dann kann ich hier den Schnitt nicht so lang führen, ja. Das ist schon so maximal die Länge, die noch gutwillig geht, die ich mit einem Schnitt aus der Hand bewerkstelligen kann. Und dann tue ich aber hier schon die Hand so leicht überdehnen. Deshalb ist das ganz toll, auch so ein bisschen länglichere Schnitte hier eingespannt zu schnitzen. Grundlegend natürlich mal alles abrunden, sich von vorn nach hinten arbeiten. Also hier muss ja wirklich eine Schräge entstehen. Ein kleiner Absatz. Und das muss ich auch so ein bisschen schräg stechen hier. Also mit so einem Balleisen kann ich jetzt nicht wirklich eine Kuhle hier reinarbeiten, sondern
Ich muss mich halt auf diese Außenform des Arms jetzt konzentrieren. Dazu hilft schon Balleisen eben. Und wenn ich dann aber noch diesen Absatz hier schaffen will für das Kinn, dann würde ich natürlich wirklich mal ein Hohleisen benutzen. Aber man hat da immer so die Gefahr, dass der ganze Zusammenhang der Form dann ein bisschen abhanden kommt. Dann muss man das durch Schnitt einen Schnitt wieder retten, dass das dann alles eine zusammenhängende Form ergibt. Also bei diesen kleinen Figuren sieht man ja auch immer die ganze Figur sofort. Und wenn man wirklich sich heranwagt und den Kopf klein schneidet, wie er vom Maß her sein soll, das ist immer noch ein bisschen zu groß, aber ich bin hier auf dem Weg dahin, dann sieht es halt immer sehr, sehr gut aus oder sehr naturalistisch und echt. Man sieht das ja dann auch sofort und da kann man sich auch mal schön an die Maße halten. Da sieht man aber wirklich, habe ich festgestellt, so kleine Millimeter, was halt nicht richtig ist oder irgendwie zu groß ist. Das wird man alles sofort erkennen. Es gibt auch Schnitzer, die machen sich dann also eine genaue Vorlage, wie dick soll jetzt das Bein werden, oder tun das dann meinetwegen von sich selbst abmessen, übertragen das auf die Figur, tun das runterrechnen und dann eben an der Figur abmessen. Also grundsätzlich ist das schon mal hilfreich, da muss man sich aber dann eben sehr genau daran halten und bei Maßen steckt da oftmals der Teufel im Detail, dass man es dann doch noch immer wieder mal zu groß lässt oder man überarbeitet es nochmal, dann hat man da irgendwo eine Rundung und zack ist die Kante wieder ein Stück runtergerutscht und es ist halt nicht genau maßgenau. Muss man aufpassen, dass man sich selbst nicht betrügt. Und alles, was man so mit dem Auge halt gut einschätzen kann, ist natürlich immer Gold wert. Da braucht man aber eine gewisse Zeit dann. Weil jeder Drechsler wird das bestätigen, jeder Maler, dass das Auge extrem wichtig ist natürlich. So in der Einschätzung. Das Schnitzmesser ist natürlich auch hier sehr wertvoll. Da kann ich dann zum Schluss noch ein bisschen rund schnitzen, aber damit auch anlegen, weil es halt sehr breit ist. Ja. Die Klinge macht auch schön Spaß, damit zu arbeiten. Gut, jetzt werde ich einfach nur mal laufen lassen und nicht mehr so viel reden. Ich denke, das Grundprinzip ist hier recht deutlich geworden. Fuß soll eben hier hin. Dann wird hier der Knick sein für das Knie und dann mache ich hier noch eine schöne Falte ran und hier noch eine schöne Falte. Also hier wird noch einiges ein bisschen wegkommen. Und dass er praktisch auf dem Bein steht, was hier hinten im Gewand drin steckt. Und da habe ich jetzt hier noch schön Masse, wo ich mit Falten noch arbeiten kann. Und oben werde ich es ein bisschen zierlicher gestalten. Also die Engel so von der Grundlage her des Alten Testaments, da sind die natürlich männlich. Dann im Neuen Testament sind sie dann eher geschlechtslos. Und
Den mache ich jetzt aber mal eher weiblich. Es gibt ja auch so Engel als Kinderdarstellungen, was ist natürlich so... Da gibt es jetzt keine Schriftgrundlage dafür, das ist eher kitschig. Von daher bewege ich mich jetzt hier natürlich auf dem Kitsch-Terrain, aber was soll's, es ist halt manchmal so. Kleiner Zwischenstand bei dieser Arbeit. Jetzt ist es natürlich grob raus. Den Arm hier muss ich noch ein bisschen rausmachen. Man sieht, man kann jetzt mit diesem Messer schön arbeiten. Ich kann hier immer die Figur so anpacken und drehen. Das ist richtig gut, dass ich unten den Hebel nicht lösen muss dafür. Und mit diesem Messer kann ich so ein bisschen auch um die Kurven schneiden und hier innen auch mal arbeiten, also dass ich mit der Spitze hier zum Beispiel da reinfahre und dann eben kann ich die ganze Fläche gleich bearbeiten zum Beispiel. Also da ist es jetzt sehr universell einsetzbar, oder ich kann hier unten diesen Ärmel noch ein bisschen schnitzen, ich kann an der Hand rumschnitzen und so. Also überall diese kleinen plastischen Formen damit nacharbeiten. Natürlich auch mal ein bisschen Masse wegnehmen. Geht eigentlich ganz herrlich zu arbeiten. Ja, ich muss ja an der Seite noch ein bisschen arbeiten. Das sieht man noch, dass das hier noch zu dick ist. So. Und Kopf kann noch ein bisschen was weg. Da soll ich hier so eine kleine Schräge haben, dass der Kopf so ein bisschen nach da geht. Der Oberkörper geht übertrieben gesehen ein bisschen so. Die Hüfte, die steht wiederum so, also dass die hier so ein bisschen runterfällt. Ja. Hier ist ja das Standbein, das geht übertrieben gesehen so nach innen zur Mittellinie, ja, dass das da an die Mittellinie anstößt. Dann kommt die Hüfte ein bisschen schräg, Oberkörper wieder so rum und so. Die Schulter steht natürlich auch leicht schräg, ja, und das will ich so am Ende dann auch noch ein bisschen spüren, dass diese ganze Bewegung auch da ist und das bis zum Arm hin nach oben transportiert wird. Also Bewegung auf engstem Raum. Ja. Ich hatte mir auch mal überlegt, einen aus dunklem Holz zu machen und dann zum Beispiel die Hände und den Kopf oder so aus Linde anzusetzen. Oder das Gesicht dann, naja gut, wird sehr schwierig werden, aber könnte man machen, dass da man so schöne Kontraste hinbekommt mit dem hellen und dunklen Holz vielleicht auch. So, den Sägeschnitt, den muss ich natürlich auch noch wegarbeiten und dann darauf achten, dass der Arm noch dicker wird. Hier, man sieht, dass er ein bisschen zu flach ist, von der Seite aus gesehen. Also da muss ich noch was wegnehmen.
Jetzt am Ende angelangt, werde ich diesen Engel noch ein wenig mit Wachs einreiben, dass er dann wirklich abgeschlossen ist. Hinten halt schön der Dübel drin, hier eingeleimt, geht auch nicht durch. Passt aber schön in diese Figur rein. Den habe ich noch ein bisschen ganz vorsichtig abgeschliffen, dass er sehr schön reingeht und nur ganz hinten dann klemmt. Da muss man auch nicht den dicksten Dübel natürlich nehmen, könnte auch 4 mm sein. Dann kann das der Kunde immer auch rausnehmen, wenn er das jetzt in einem Karton verpackt und nur Weihnachten hinstellt oder so, hat er natürlich die Möglichkeit, auch diesen zerbrechlichen Flügel auch nochmal rauszunehmen, beziehungsweise ihn auch nachzuschnitzen, wenn er den jetzt gerne nochmal kopieren möchte. So, daher das jetzt irgendwann auch mal zum Schluss kommen muss, werde ich jetzt das noch ein wenig wachsen. Einfach nur mit Bienenwachsbalsam. Vielleicht mache ich auch mal einen Engel, der ganz weiß ist. Ich nehme halt nicht zu viel, sondern versuche das hier schön auszustreichen, dass das auch bald trocknet. Das muss man erstmal schön trocknen lassen, dann kann man das einmal aufbürsten. Das ist hier dieses Zweihorn Bienenwachsbalsam. Das nehme ich dann immer mal gerne für die guten Sachen. Am Anfang kitzelt das natürlich so ein bisschen die Maserung raus. Zum Schluss, wenn man das jetzt nicht bürstet, wird das so ein bisschen stumpf. Deshalb auf jeden Fall noch nach dem Trocknen, so spätestens nach einem Tag, kann man das dann machen. Mal richtig schön rüber rubbeln. Ich nehme halt gerne das, weil das lässt sich so schön auftragen hier. Wenn man ein ganz festes Bienenwachs nimmt, gibt es auch. Dann muss man das halt mit einem Lappen wirklich in jede Ritze reinreiben und das ist ja manchmal sehr, sehr krampfhaft. Ich kann jetzt natürlich noch so ein bisschen die Oberfläche aufwerten und ja, manchmal kann man dadurch schnitzerische Fehler auch noch weicher darstellen. Jetzt das Gesicht hier, das gewinnt einfach nur, dass da was raufgepinselt wird, sofort in weicheren Finish-Charakter irgendwie. Also das, ich denke, da würde jeder das bestätigen. Also da soll man sich auch nicht täuschen lassen, dass man dann nicht denkt, man hat jetzt hier die ultimative Arbeit abgeliefert, nur weil die vom Effekt her schön aussieht, durch die Oberflächenbehandlung. Das kann natürlich nicht die fehlerhafte Schnitzleistung kompensieren und ich meine, hier ist auch jetzt, man könnte jetzt hier vieles bemängeln, ja, vielleicht diese Parallelität dieser Falten, die Plumpheit der Haare oder weiß ich nicht, diese Hand oder die vielleicht im Vergleich zum Gesicht ein bisschen breit ist, aber durch diese Fingerhaltung halt schwer zu machen ist und da werden tausende Dinge, könnte man jetzt bemängeln, klar, ist jetzt auch nicht mein allerbester Engel. Also nicht zu dick, lieber mal das Ganze ein bisschen ausbürsten. Noch in die Eckbereiche reingehen. Ist halt dann auch wunderschön, wenn man so eine Schraube hat hier, dass man das immer schön noch bewegen kann. Bei einer Großproduktion, wenn man sagt, man möchte jetzt das nicht alles einmal anfassen und pinseln, kann man natürlich auch die Schraube drin lassen, taucht es in ein großes Lackfass, spannt das einmal kurz in so eine Bohrmaschine ein und schleudert den überschüssigen Lack beiseite. Geht dann auch sehr schnell, dass man dort dann so Serien produzieren kann. Okay. Jetzt muss es natürlich noch schön trocken werden. Aber man kann es halt wirklich nicht zu früh bürsten. Das muss halt wirklich einmal im Holz eingesogen sein. Ja, jetzt das Ganze noch ein wenig trocknen lassen. Einmal überbürsten und dann wird es ausgeliefert. Vielleicht mache ich mal so einen Engel nochmal mit Bienenwachsbalsam in Weiß. Das würde mich jetzt auch mal reizen, dass man eben noch ein bisschen diesen Holzton sieht, aber auch
das so ein bisschen aufbürsten kann noch. Ja, wir haben natürlich auch ein paar schöne Kontraste. Dass hier das Gesicht eher filigran ist, hinten die Flügel natürlich auch sehr detailliert, das hier eher so weich, bisschen schmuddelig hier oben. Oberkörper kommt etwas deutlicher raus, Hände, Gesicht, Oberkörper bisschen schmaler, unten größer. Hier wird das so richtig schön trichterartig groß, ganz weiche Falten. Also das Weiche gefällt mir jetzt hier auch recht gut. Man könnte natürlich auch noch schärfer mit einem bisschen deutlicherem Hohlstich abgrenzen, aber so weich verwaschen, warum nicht? Also so kann man auch schön vereinfachen. Geht dann auch schnell. Sieht trotzdem ansprechend aus oder man versteht, was hier gemeint ist. Weil wir ja immer noch von so einer kleinen Mini-Größe sprechen. Ist ja wirklich sehr, sehr klein das Ganze. Jetzt noch einmal kurz überbürsten das Ganze. Fühlt sich auch schon schön an. Der Bürste kommt halt nochmal so ein leichter Glanz oben drauf. Das kann man auch wiederholen. Gut, jetzt haben wir hier einen leichten Glanz bekommen. Das ist jetzt ein vereinfachter Volkskunstengel. Schön nach hinten hoch, hier so leicht umrahmt der Kopf. Passt gut zu dieser Form. Ein paar schöne Kontraste. So einen leichten Glanz. Und nächstes Mal vielleicht, wenn ich nochmal sowas mache, in hell oder weiß, würde mich jetzt auch nochmal reizen. Wäre bestimmt auch ganz schön. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere gerne diesen Kanal, dann verpasst du keine dieser Videos mehr, die regelmäßig erscheinen sollen. Dann unten den Abonnieren-Button drücken und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Ich weiß, viele von euch haben die Glocke noch nicht aktiviert, also aktiviere das gern. Dann wirst du auch immer informiert hier von YouTube, wenn hier was Neues erscheint. Dann kannst du dir das gleich angucken und eventuell nachmachen, falls ich mal wieder sowas habe. Ja, das hat mich gefreut, das mit euch zu teilen. Dann komm gut voran, auch mit deinen Schnitzarbeiten. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder nach diesem ganzen Chaos. Hab viel Spaß mit deiner Arbeit. Bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.